Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Michaels Modellbaustube. Heute möchte ich dir 3 Tipps fürs Maskieren mitgeben. Also bis gleich! Maskieren. Das ist ja für die einen purer Spaß und für die anderen genau das Gegenteil. Aber ohne diesen Arbeitsschritt kommt man im Modellbau praktisch nicht aus, speziell bei mehrfarbigen Lackierungen. Damit bei dir das Wort Maskieren keine grauen Haare wachsen lässt, möchte ich dir heute 3 Tipps mit auf den Weg geben, die dir diesen Arbeitsschritt etwas erleichtern werden. Tipp Nummer 1. Die Haftkraft der Maskierfolie reduzieren. Gerade Anfänger werden wahrscheinlich einfach mal drauf loskleben, nur um dann festzustellen, dass man die Folie oder das Tape nicht mehr richtig wegbekommt oder es unschöne Rückstände gibt. Dabei ist es ganz einfach, die Klebekraft des jeweiligen Mediums zu reduzieren, indem man es ein paar Mal über den Handrücken klebt und wieder abzieht. Als Beispiel habe ich da wieder ein Teststück und darauf klebe ich jetzt einfach einmal ein Stück Masking Tape. So, kleben wir das an. So, einfach so, ohne Vorbehandlung. Dann nehme ich nochmal ein Stück Tape. Nur dieses bekommt jetzt meinen Handrücken zu spüren. So. Ziehe ich jetzt das erste wieder ab, dann siehst du vielleicht oder wirst wahrscheinlich hören, dass es doch sehr stark am Kunststoff kleben bleibt. So. Dagegen das andere da, das lässt sich jetzt relativ butterweich entfernen. Tipp Nummer 2. Es kommt doch relativ häufig vor, dass nur ein kleiner Teil des Modells eine andere Farbe bekommen sollte. Wird hier jetzt mit der Airbrush oder der Sprühdose gearbeitet, da kann es passieren, dass sich Farbnebel auf die nicht maskierten Stellen absetzt. Das ist ziemlich eklig und lässt sich eigentlich nur verhindern, wenn man auch den Rest abdeckt. Dabei muss man aber nicht seinen ganzen Vorrat an Maskierfolie aufbrauchen, weil Küchenpapier tut es da genauso gut. Nehmen wir mal an, wir haben da wieder unser Teststück, ne? Jetzt nehmen wir mal an, nur dieser obere Bereich da, der muss lackiert werden. Jetzt nehme ich einfach das Küchenpapier, ja, lege das da so hin und befestige das mit Maskierfolie. So. Jetzt schlage ich das Ganze um. Mache dann da hinten quasi zu. So. Und das war es auch schon. Jetzt kann ich einfach, hoppala, jetzt kann ich einfach drauf lossprühen und muss nicht Angst haben, dass sich da irgendwo Sprühnebel absetzt. Tipp Nummer 3. Mit Maskierflüssigkeit abdichten. Viele Modellbauer, die kleben mehrere Lagen Maskierfolie übereinander, um sicherzugehen, dass ja keine Farbe auf den restlichen Bereich kommt. Gerade bei Farbkombos, wo man wirklich großflächig über die Maskierung lackiert, ist es ein Muss. Doch Farbe ist fies und schlüpft gern mal unten durch. Dichtet man hingegen mit Maskierflüssigkeit ab, so ist man schon mal auf der sicheren Seite. Als Beispiel bleiben wir hier wieder beim Teststück und nehmen einmal an, dass der obere und der untere Bereich die gleiche Farbe bekommen sollen. Der mittlere Bereich wird also maskiert. So, jetzt könnte es aber passieren, dass da in der Mitte, dass da Farbe drunter läuft. Ne?
Jetzt nehme ich da ganz einfach Maskierflüssigkeit. Bei mir ist es da dieser Masking Pen von Molotow. Ein Video dazu gibt es jetzt in der Infobox und natürlich in der Videobeschreibung. Mit dem streiche ich jetzt einfach an den gefährdeten Stellen einfach drüber. So. Und das war's auch schon. Jetzt das Ganze trocknen lassen und dann hat es die Farbe definitiv schon mal schwer, da sich durchzuschleichen. Zum Schluss habe ich jetzt noch einen extra Tipp für euch. Maskierfolie oder Tape sollte man nie zu lange auf ein Modell kleben lassen. Und wenn man schon geklarlackt hat, dann sollte man diesen zuerst wirklich gut trocknen lassen, bevor man maskiert. Die Gefahr, dass es Rückstände gibt, wird somit nochmals stark verringert. Ja, und das waren jetzt 3 Tipps zum Thema Maskieren. Wie gehst du dabei vor? Oder hast du jetzt Fragen dazu? Dann schreib es einfach in die Kommentare. Und wer sich jetzt noch ein Video zum Thema Maskierband ansehen möchte, der hat jetzt die Gelegenheit dazu. Bis zur nächsten Folge, da wünsche ich wie immer eine gute Zeit und viel Spaß beim Modellbau. Euer Michael.